Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Ich habe mal wieder Post bekommen. Diesmal geht es oder handelt es sich um die Masters of the Universe Origins und was ich da so bekommen habe, das seht ihr in diesem neuen Video. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja, wie schon im Vorspann erwähnt, ich habe Post bekommen von einem Sammlerkollegen, Alex. Viele Grüße. Ja, und zwar kleine Vorgeschichte. Die Masters of the Universe Origins Figuren sind ja mitunter recht schwer zu bekommen. Ja, mal gibt es sie in diversen bei diversen Toy-Online-Händlern, bei Smith Toys. Und ja, manchmal findet man sie halt gar nicht. Ja, ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook dann diverse Posts gesehen, dass auf einmal die Masters of the Universe Origins Wave 5 in den Läden steht. Ja, und leider Gottes muss ich sagen, nicht, wie gesagt, nicht bei den Toy-Händlern, nicht bei den Online-Händlern, bei den Toy-Shops, ja, bei den lokalen, nicht bei auch Smith Toys zum Beispiel. Nein, die Figuren sind aufgeschlagen in den Realmärkten. Leute, ich verstehe diese Politik nicht. Ja, genauso wie die Verteilung da ist, denn ich habe hier einen Realmarkt um die Ecke und der hat eigentlich nie irgendwas von den Masters of the Universe da. Und ja, diverse andere Realmärkte haben zuletzt immer als erstes diese Figuren bekommen, diese Reihe der Masters of the Universe Figuren bekommen, vor allen anderen. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber nichtsdestotrotz, der Alex hat mir kurz Bescheid gesagt, hat gesagt, hier in meinem Real stehen die Figuren, ja, magst du die haben? Ich sagte, ja, aber sicher doch. Hat sie gekauft, hat sie mir geschickt und ja, was soll ich sagen? Ich bin super happy, Alex. Nochmal vielen Dank, dass du da an mich gedacht hast. Ja, und ich möchte euch jetzt die Figuren präsentieren. Und zwar handelt es sich um die Origins Wave 5. Ja, ich habe zu der Wave 5 schon mal ein Preview-Video gemacht, wie die ersten Bilder davon online gegangen sind, online gestellt wurden. Das blende ich euch hier nochmal ein. Könnt ihr auch gerne nochmal schauen, was ich damals zu den ersten Bildern, meine persönlichen Eindrücke, was ich da gesagt habe zu. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Ich gucke mir jetzt die Figuren live an. Ja, ihr könnt es ja gerne mal in den Videos vergleichen, ob ich vielleicht meine Meinung geändert habe. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Figur. So, die erste Figur ist eine Lieblingsfigur von mir aus der Vintage-Reihe. Die habe ich früher auch gehabt. Ja, und zwar ist es, ohne lange Umschweife, es ist Fisto. Ja, Fisto fand ich früher einen richtig coolen Charakter. Ja, habe die Figur gehabt mit der schweren Faust halt. Ja, da war so eine Federung drin. Die fehlt hier bei der Figur. Die haben sie nicht eingebaut. Das heißt, er hat jetzt nicht seinen Donnerschlag her zum Beispiel. Aber ich packe sie ja sowieso nicht aus, wie ihr wisst. Ich bin bei den Origins ein OVP-Sammler. Ja, und von daher stört es mich da jetzt nicht so ganz. Hier mal kurz die Rückseite als erstes. Die Fisto-Figur sieht wieder fast 1:1 aus wie die Vintage-Figur. Die Rüstung, die Farben, das Gesicht. Ja, ich finde es richtig top. Ja, die Figur gefällt mir richtig gut. Es ist wieder richtig Nostalgie pur auf der Karte. Das gefällt mir so, ja, dass dieses Design beibehalten wurde. Das Einzige, was mich ein bisschen störend finde hier, vielleicht ist das auch nur bei meiner Figur so und vielleicht ist es bei... Habt ihr die Figuren auch schon? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, er hat einen verdammt kleinen Kopf. Oder wirkt das nur für mich so? Ja, er hat keinen Hals und einen verdammt kleinen Kopf. Ja, oder eine große Rüstung, man weiß es nicht. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, ich habe es eben schon mal umgedreht gehabt. Auf der Rückseite ist einmal... Hier unten seht ihr es, ist einmal Stridor zu sehen. Das ist wieder so ein kleiner Teaser. Die Figur wird dann wahrscheinlich, oder das Reittier wird dann wahrscheinlich hoffentlich auch noch in der Origins-Reihe kommen. Ja, und wir haben natürlich seinen Gegner. Was Fisto für die Guten ist Jitsu für die Bösen. Ja, der Karatekämpfer mit der Schlaghand. Ja, der ist auch schon abgebildet. Und der wird wahrscheinlich halt auch dann in einer der nächsten Waves erscheinen. Finde ich richtig toll. Fisto finde ich richtig klasse.
Ja, die lilanen Stiefel, die lila metallene Rüstung, ja, die Faust, das Gesicht, wie gesagt, sieht 1:1 fast aus wie das Vintage-Gesicht, gefällt mir sehr gut und das ist Fisto. Die Figur, auf die ich mich am meisten gefreut habe in dieser Wave 5, ist ein Bösewicht und zwar ist das Faker. Ja, Faker habe ich früher nicht gehabt, wie auch, den gab es ja bei uns eigentlich nicht, ja, in der Vintage, ja, in den 80ern. Und ja, ich habe mich tierisch drauf gefreut, wie er angekündigt wurde, ja, wie das Design, wie ich das Design gesehen habe. Auch hier absolutes Vintage-Design, diese blaue Haut, diese blaue Farbe, die orangenen, richtig grell, die Rüstung, die sich wirklich abhebt von dem Hintergrund, von der Figur. Das Gesicht ist das Vintage-Gesicht von He-Man. Da haben sie nicht die neue Variante genommen, sondern sie haben den Vintage-Kopf genommen. Das Einzige, auch hier wieder ein ganz kleines Ding, wo ihr mir vielleicht helfen könnt, schreibt es mal in die Kommentare. Der Faker hier hat jetzt wirklich rote Haare, also richtig, ja, kräftig leuchtend rot. Ja, ich dachte eigentlich eher, die wären ein bisschen heller, so auch so ein bisschen oranger wie die Rüstung. Aber es ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ja, aber ich finde es cool, endlich einen Faker zu haben. Auch wenn es ein Origins und kein Vintage-Faker ist. Aber ich finde die Figur klasse und ich finde, die macht sich auch wiederum in der Verpackung so toll. Ja, man sieht halt, hinter der Rüstung sieht man den Sticker bzw. den Aufdruck. Es ist ja diesmal kein Sticker, der sich halt ablösen kann wie bei der Vintage-Figur, sondern ich habe hier im Hintergrund, ja, dass man nochmal sieht, dass Faker halt ein Roboter ist. Ja, finde ich richtig schön, die Details wieder richtig schön gemacht. Mir gefallen die Origins einfach richtig gut, richtig klasse. Ja, wenn wir uns mal kurz, hier hinten sieht man es dann auch, wenn wir uns mal kurz die Rückseite angucken, hier hinten sieht man es auch, man kann die Rüstung abnehmen, dann habe ich hier hinten da diese Roboter, das Roboter-Design aufgedruckt. Ja, und wenn ich halt oben das Card-Back angucke, ich finde dieses Artwork, ja, auch wieder richtig toll. Ja, hier sieht man nicht wirklich einen Spoiler, hier sieht man Man-E-Faces und Ram-Man, die von Faker attackiert werden. Ja, die beiden Figuren gibt es ja schon, Man-E-Faces auf normaler Karte, Ram-Man auf Deluxe-Karte mit einem Wechselkopf. Auch die habe ich schon bekommen. Ja, und ja, was soll ich sagen? Das Comic ist natürlich wieder bei dieser Wave 5, bei jeder Figur wieder das gleiche, dasselbe Comic. Und das heißt Sucker Punch. Ja, ist Fisto vorne drauf, kann es nicht genau sehen, aber wie gesagt, die Comics interessieren mich eigentlich nicht so. Die finde ich wirklich nicht so pralle, ja, nicht so doll. Sowieso in der auf der EU-Karte ist, ja, haben sie die Sprechblasen weggelassen. Das heißt, ich muss sowieso raten und an den Bildern halt deuten, was passiert. Die Comics sind recht dünn mit 3 oder 4 Seitchen. Ja, also von dem Gesamtpaket her lasse ich es, wie gesagt, so eingepackt. Da wirkt auch der Comic, finde ich, im Hintergrund. Ich finde es richtig toll und ich habe endlich, ja, meinen Faker in Händen. Alex, nochmal vielen Dank. Die nächste Figur, die in der Wave 5 erschienen ist oder erscheint jetzt, ja, ist eine Figur, die es schon die es schon bei den Origins gibt, auch wieder ein Bösewicht. Allerdings haben sie jetzt hier etwas, ja, einen coolen Schachzug gemacht. Der eine sagt, es ist Geldmacherei, der andere sagt, es ist, ja, Kunden zufriedenstellen, ja, und zwar Angebot und Nachfrage. Es ist der Merman. Ja, Merman, wie ihr wisst, ist auch schon in der Origins-Reihe erschienen als der Vintage Merman, wie es ihn auch in den 80ern zu kaufen gab. Und hier haben wir ganz schön, man sieht es ja auch schön, dass sie hier den Aufkleber drauf gemacht haben, den LOP, den Lords of Power Merman. Ja, und ganz kurz, da gibt es genug Videos für, aber ganz kurz, der Lords of Power oder die Lords of Power Bezeichnung war eine Bezeichnung, wie die Masters of the Universe Figuren, ja, betitelt wurden in der frühen Entstehungsphase der Masters in den 80ern, bevor man halt den Titel doch nochmal geändert hat, weil Lords of Power etwas zu religiös rüberkam, ja, und sie dann sich irgendwann entschieden haben, Masters of the Universe draus zu machen. Ich bin sehr froh, dass es Masters of the Universe geworden ist. Das ist halt einfach, ja, das macht halt einfach irgendwas her. Ich finde es richtig klasse.
Nichtsdestotrotz gab es von den Lords of Power ja schon Prototypen von mehreren Figuren, ja, und der Merman war einer davon. Und das ist halt jetzt, wie gesagt, die Prototyp-Variante. So hätte er ursprünglich erst mal rauskommen sollen, bevor man das nochmal bearbeitet hat. Und den haben sie jetzt ganz schön auf Karte gebracht. Ja, es gab ein Deluxe-Set, ja, wo alle Lords of Power-Figuren zusammen drin waren. Das gab es, glaube ich, das war exklusiv auf der San Diego Comic-Con oder irgendwie sowas zum Vorbestellen. Vor 2 Jahren, meine ich, ja, oder vor einem Jahr. Da waren die Figuren auch drin, diese Lords of Power-Figuren. Allerdings waren die noch ein bisschen feiner ausgearbeitet, ja. Wahrscheinlich, damit sich die Leute, die jetzt dieses Set haben und sich ja, in Unkosten gestürzt haben und auch jetzt, weil wenn man sich jetzt das Set irgendwie, das gibt es ja nicht mehr, ja, wenn ich mir das jetzt holen will, dann bin ich im wahrscheinlich mittleren, hohen, dreistelligen Betrag, denke ich mal, eine Summe. Ja, damit die Leute nicht vor den Kopf gestoßen werden, haben sie hier diese Figur, diese Lords of Power Figur ein bisschen vereinfacht. Das Design, hier in der Mitte hat er, glaube ich, bei der San Diego Variante, sieht das noch ein bisschen anders aus. Die Hose ist, glaube ich, ein bisschen mehr ausgearbeitet mit ein bisschen mehr Details. Ja, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich finde ihn auf Karte richtig toll. Ja, es ist nicht der Merman, mit dem ich früher gespielt habe, weil, wie gesagt, diese Version ist nie rausgekommen. Aber als Ergänzung für die Sammlung finde ich es ein tolles Add-on. Ja, ich war am Anfang ein bisschen am Zweifeln, ja, ob man den halt wirklich braucht. Ja, andererseits, was braucht man davon wirklich? Ja? Braucht man die ganzen Figuren? Aber nein, ich finde es wirklich toll, dass sie den rausgebracht haben. Er gefällt mir sehr gut. Ja, und hier hinten die Rückseite, nochmal eine Hommage an die alten Minicomics. Ja, wenn ihr Masters of the Universe Fan der ersten Stunde seid oder wenn ihr Sammler seid von den Vintage-Figuren, dann habt ihr vielleicht auch das eine oder andere Minicomic. Und hier sieht man halt auch diese Krake, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, die halt auch in den Minicomics erschienen ist damals. Und ansonsten sieht man noch She-Ra auf ihrem, dann ist es nicht ihr Pferd, ist nicht Swiftwind, glaube ich, dafür sieht er ein bisschen sieht er anders aus, aber er kämpft halt hier auf jeden Fall gegen She-Ra. Ja, auch wieder dieses Artwork finde ich richtig toll. Ich finde es richtig schön ausgearbeitet. Und ja, als Feature der Figur sieht man eigentlich hier nur, dass er, das Schwert in den Händen halten kann. Das ist gut so, Merman. Ja, und halt hier diesen Drehschwung halt, ja. Also kein besonderes Feature, aber wie gesagt, die Figur bleibt so in der Verpackung. Und ich finde auch hier von den Farben her, von der Rüstung. Die Rüstung ist ein bisschen orange, ja, die Hände und Füße sind ein bisschen gelber, ja, und das macht sich mit dem Grün der Figur selbst, finde ich, macht sich das richtig gut und ich bin auch richtig froh, den jetzt schon zu haben, weil die Figuren sind noch nicht wirklich so weit verbreitet, ja. Manche findet man jetzt öfters, diese Wave 5, wie gesagt, gibt es, ja, wie gesagt, nur recht ja, wie soll ich sagen, ab und zu mal beim Real anscheinend. Die haben die erste Fuhre bekommen, hoffentlich dann auch bald bei den weiteren Toy-Händlern eures Vertrauens. Zu guter Letzt, die letzte Figur aus dieser Standard Wave 5 Reihe ist eine, da weiß ich es noch, da habe ich schon in meinem Preview-Video gesagt, ich weiß nicht, das sagt mir nicht so zu. Ich glaube, ich habe dann aber am Ende gesagt, ich werde sie mir wahrscheinlich trotzdem holen oder mir zumindest mal angucken, wenn sie rauskommt. Und was soll ich sagen? Ich habe halt die Möglichkeit gehabt, sie zu bekommen, ja, für diese 15,99 Standard. Und ich dachte mir, komm, jetzt nehme ich sie, dann habe ich sie wenigstens komplett. Und ich schaue sie mir einfach mal live an. Und es ist auch wieder eine Variante, ja, einer Figur, die es schon gibt. Und zwar ist das Evil Lyn. Ja, und zwar diesmal in der... Hier unten sieht man es an diesem Masters of the Universe Schriftzug. Das ist der Schriftzug der 2000X Figurenreihe und Cartoon-Reihe. Ja, und da hat halt Evil Lyn so ausgesehen, wie sie halt jetzt auf dieser Origins-Karte, die eigentlich eine Vintage-Karte, eine Hommage an die Vintage-Karte ist. Ja, so sieht die jetzt aus. Und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, stört, nenne ich es. Doch, ich sag mal stört, ja, weil wie gesagt, die Karten hier, ja, sind halt so an die Vintage-Figuren angelehnt. Ja, und wie gesagt, wer die Vintage-Figuren kennt, der weiß, Evil Lyn sieht halt von der Farbgebung her anders aus. Ja. Sie ist halt blau mit gelber Haut, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und das ist halt, ich kann es nur wiederholen, das ist die Evil Lyn, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich gespielt habe, mit den anderen Vintage-Figuren damals. Ja, und mit dieser Figur, die hätte es für mich persönlich nicht wirklich gebraucht, nicht in dieser Auflage. Man hätte halt eine
2000X Revival-Reihe rausbringen können, vielleicht auf einer anderen Cardback, vielleicht auf dem Cardback-Design oder auf dem Card-Design von der 2000X-Reihe basierend. Ja, jetzt ist diese Evelyn von der 2000X-Reihe halt auf den, ja, ich sag's immer noch so, es sind halt eigentlich Vintage-Karten oder angelehnt an die Vintage-Karten, ist sie jetzt hier erschienen. Ja, ist Geschmackssache. Schreibt es da auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr die gut? Findet ihr die besser wie die Original Vintage Evelyn? Ja, mich würde interessieren, wenn ihr diese hier besser findet, habt ihr denn früher auch mit der Vintage Evelyn gespielt? Habt ihr die gehabt? Und warum findet ihr denn jetzt diese besser wie diese gelbe? Nenne ich es einfach mal. Ja, schreibt es in die Kommentare, interessiert mich. Und zu guter Letzt hier das Artwork natürlich auch nochmal nicht zu vergessen. Das ist wieder grandios, das ist klasse. Ja, man sieht halt nicht wirklich, gegen wen die Bösen hier kämpfen, aber es sind alle vertreten mit 2 Spoilern schon wieder oder 2 Teasern, nenne ich es mal. Wir haben hier, ja, Triklops, wir haben den Merman, wir haben dann die Evelyn, dann haben wir hier Stinkor, der dann auch demnächst wahrscheinlich erscheinen wird. Und ich hoffe, er stinkt, Leute. Ich hoffe, er stinkt wirklich. Ihr kriegt diesen Geruch nochmal, wenn... Ich glaube, den packe ich mir wirklich aus. Ja, den würde ich wirklich auspacken, nur um zu gucken, wenn ich höre, dass er stinkt, wie er stinkt. Das muss ich riechen. Ja, und hier den Triklops, das ist auch eine von den ersten Mini-Comics, meine ich, von der Farbgebung her. Ja, so sollte er auch erstmal rauskommen, bevor er dann rausgekommen ist, wie wir ihn kennen mit dieser grünen Rüstung. Ja, der ist auch schon angeteasert, ja, also ich hoffe, dass der dann auch auf der Karte noch erscheint. Und ja, was soll ich sagen? Das ist dann Evelyn und somit sind wir mit den 4 Figuren durch. Natürlich sind alle Cardbacks, sind alle Karten unpunched, die ich hier habe. Ja, also darauf lege ich auch Wert. Das ist so ein Spleen von mir. Ja, also kann der eine sagen, hier, ich sammle so OVP, aber mir ist doch egal, ob da oben dieses Teil rausgebrochen ist oder nicht. Mir ist es nicht egal. Ja, so sind die Karten. Sie sieht aus wie Case Fresh. Und ich muss sagen, auch die Zustände von den Karten sind diesmal richtig klasse. Ja, fast gar keine Knicke oder irgendwie sowas drin. Finde ich richtig toll. Und ich bin froh, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe. Ja, das war ein kurzes, schnelles Review zu den Wave 5 Figuren Fisto, Merman, Faker und Evelyn. Jetzt seid ihr dran, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von diesen 4 Figuren? Findet ihr die gut? Findet ihr die gelungen? Ja, sagt ihr, Merman und Evelyn hätte es nicht gebraucht? Ja, schreibt es in die Kommentare, es interessiert mich. Ansonsten, wie immer, Daumen hoch, jedes Like zählt. Ja, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar, ich beantworte jeden Kommentar. Und natürlich solltet ihr noch kein Abonnent sein, ich freue mich halt auch natürlich über ein Abo von euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, euer Retro Rauner.